Hallo liebe Reisefreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid und uns auf unserem Roadtrip durch Florida begleitet. Wir landen in Miami und fahren danach direkt weiter nach Fort Lauderdale. Nach 2 Nächten wartet unser nächstes Hotel in Cocoa Beach auf uns. Über Orlando und Tampa fahren wir weiter nach St. Petersburg. Der nächste Stopp heißt Cape Coral. Und über einen Schlenker durch die Everglades landen wir in Key Largo. Wir fahren weiter über den Overseas Highway bis nach Key West. Und zum Schluss geht es für uns über die Keys wieder zurück nach Miami. Freut euch mit uns auf 15 Tage Florida. Nach der gestrigen Anreise beginnt unser Trip heute am Frankfurter Flughafen. Von der hessischen Metropole aus starten wir in diesem Jahr mit der Condor in die USA. Der Check-in verläuft problemlos und so starten wir freudig in unser neues Abenteuer. Es geht los. Der Service an Bord gefällt uns gut und wir werden mit einigen Annehmlichkeiten verwöhnt. Irgendwann erspähen wir die Küste Floridas und nach ca. 10-stündigem Flug sehen wir die Skyline von Miami eindrucksvoll unter uns. Wir übernehmen unseren Jeep Compass, der die nächsten 15 Tage unser Begleiter sein wird, und fahren direkt über die Interstate 95 zu unserem ersten Ziel nach Fort Lauderdale. Hier beziehen wir unser Zimmer im Deco Boutique Hotel und finden an der einladenden Marina den richtigen Ort für einen kleinen Abendsnack und ein leckeres Willkommensbierchen und beenden danach den ersten langen Tag. Der nächste Tag weckt uns mit herrlichem Sonnenschein und wir begeben uns zunächst zum weitläufigen und palmengesäumten Sandstrand von Fort Lauderdale. Fort Lauderdale, oft als das Venedig Amerikas bezeichnet, ist bekannt für seine zahlreichen Wasserstraßen und Yachthäfen. Hier reiht sich eine Luxusvilla an die nächste. Nicht selten liegen hier die Luxusjachten direkt vor der eigenen Haustür. Die Stadt bietet eine Mischung aus entspanntem Strandleben, maritimer Atmosphäre und kulturellen Sehenswürdigkeiten. Ein Highlight ist der Riverwalk, ein malerischer Uferweg entlang des Tarpon River, der durch die Innenstadt führt.
Hier befindet sich auch das Stranahan House von 1901, bei dem es sich um das älteste Haus Fort Lauderdales handelt. Wir kaufen uns 2 Tickets für das Wassertaxi. Es ist eine beliebte Möglichkeit, die Stadt vom Wasser aus zu erkunden. Fort Lauderdale ist mit über 100 Yachthäfen und 50.000 registrierten Yachten ein Zentrum des Yachtsports. Das Wassertaxi bietet einen Hop-on, Hop-off-Service, mit dem du an verschiedenen Haltestellen ein- und aussteigen kannst, um Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten zu besuchen. Die Route führt durch die malerischen Wasserstraßen, vorbei an luxuriösen Villen und beeindruckenden Yachten. Die Crews erzählen interessante Geschichten über die Stadt und ihre berühmten Bewohner. Und es ist wirklich eine entspannte und unterhaltsame Art, Fort Lauderdale zu entdecken. Nach diesem ereignisreichen Tag genießen wir das Essen direkt an der Strandpromenade. Später werden wir noch von der Dudelsack-Band Pipes and Drums des New Yorker Police Departments mit einem Ständchen überrascht. Heute verlassen wir Fort Lauderdale wieder und fahren über die Orte Boca Raton und Palm Beach zu unserem nächsten Urlaubsort Cocoa Beach. Dabei folgen wir größtenteils dem Verlauf des Highway 1, der Atlantikküste folgt. Die Landschaft ist auf dieser Strecke abwechslungsreich und es kommt bei uns zu keiner Zeit Langeweile auf. Unterbrochen von kleinen Pausen genießen wir die Fahrt durch die interessanten Orte und Landstriche. Wir fahren bei Vero Beach auf einen schmalen Landstrich, bei dem es sich um eine Barriereinsel namens Merritt Island handelt, die zwischen dem Atlantischen Ozean und der Indian River Lagoon liegt. Die Insel ist durch mehrere Brücken mit dem Festland verbunden und bietet eine Mischung aus Wohngebieten und Naturparks. Wir erreichen Cocoa Beach und beziehen unsere Zimmer im Beach Hotel & Suites. Die Deko an der Rezeption lässt uns erahnen, dass Cape Canaveral nicht weit weg sein kann. Uns ist noch nach etwas Bewegung und was gibt es dafür Schöneres als einen weitläufigen Sandstrand vor der Haustür? Wir beginnen Tag 4 mit einem typisch kontinentalen Hotelfrühstück.
Dann steigen wir ins Auto und fahren die ca. 30-minütige Strecke bis zum Kennedy Space Center. Diese Route geht auf längeren Passagen einfach nur geradeaus. Trotzdem kommt bei uns keine Monotonie auf. Dann liegt es vor uns, das Tor zum Weltraum und Heimat der NASA. Das Kennedy Space Center ist das wichtigste Raumfahrtzentrum der NASA. Es wurde 1962 gegründet und ist der Startpunkt von vielen historischen Missionen, darunter die Apollo-Mondlandungen und die Space-Shuttle-Flüge. Wir starten zunächst im Rocket Garden. In dieser beeindruckenden Ausstellung historischer Raketen aus den Mercury, Gemini und Apollo-Programmen kannst du zwischen den riesigen Raketen spazieren und die Entwicklung der Raumfahrt hautnah erleben. Unsere nächste Station ist die Astronaut Hall of Fame und beherbergt die weltweit größte Sammlung von Erinnerungsstücken der Astronauten. Die Ausstellung ist Teil der Attraktion Heroes and Legends, die durch interaktive Elemente und spannende Erzählungen die Geschichte der Raumfahrt und ihre Pioniere vermittelt. Im Anschluss daran besteigen wir den Bus, der uns direkt zum Apollo Saturn V Center bringt. Auf dem Weg dorthin passieren wir das Vehicle Assembly Building, das eines der größten Gebäude der Welt und ein zentraler Bestandteil der NASA-Raumfahrtprogramme ist. Es wurde ursprünglich für das Apollo-Programm gebaut, um darin die Saturn-Raketen zu montieren. Wir erreichen das Mission Control Center und erleben hier fast hautnah auf der dröhnenden und vibrierenden Tribüne den Start einer Saturn-Rakete. Dann stehen wir genau unter ihr, unter der Saturn V Rakete, der größten jemals geflogenen Rakete, die die Apollo-Astronauten zum Mond brachte. Diese Triebwerke sind einfach riesig und jeder von uns könnte sich locker in eines davon hineinstellen. Die Rakete nimmt liegend mit ihren 111 Metern Gesamtlänge fast die gesamte Hallenlänge ein. Ein witziger Funfact ist, dass ihr hier an einem kleinen Terminal ein Foto von euch machen könnt, das dann kurze Zeit später in einem Gesamtbild der Apollo-Mission auf der Großleinwand erscheint. Des Weiteren gibt es Ausstellungsstücke zur Mondlandung und ihr könnt euch den Astro-Van anschauen, der damals die Astronauten zur Abschussrampe brachte.
Bequem war der Flug sicherlich nicht und heute nehmen wir in Sichtweite der Abschussrampen unser Mittagessen zu uns. Wir erreichen nach kurzer Fahrt mit dem Bus das Atlantis-Gebäude, welches man durch eine riesige Trägerrakete des Space Shuttle-Programms betritt. Es beherbergt die Ausstellung zur Raumfähre Atlantis, die eine zentrale Rolle im Space Shuttle-Programm der NASA spielte. Die Raumfähre Atlantis absolvierte insgesamt 33 Missionen, darunter den Start des Hubble-Weltraumteleskops und zahlreiche Einsätze zur internationalen Raumstation ISS. Es ist für uns sehr beeindruckend, vor einem originalen Space Shuttle zu stehen. Nachdem Lotti noch ihre Fluglizenz verlängert hat, setzen wir unseren Rundgang durch eine faszinierende Mischung aus Geschichte, Technik und interaktiven Erlebnissen fort. Auch die Shuttle-Missionen hatten ihren eigenen Astronautenbus. Nach diesem wirklich tollen und interessanten Tag fahren wir wieder zurück nach Cocoa Beach. Hier beenden wir ihn mit vielen Eindrücken im Gepäck am fast menschenleeren Sandstrand. Ein neuer Fahrtag beginnt für uns zunächst an der Tankstelle, denn unser Jeep verlangt das erste Mal nach Treibstoff. Heute führt uns der geplante Streckenverlauf mit einem kurzen Stopp vorbei an Orlando und Tampa nach St. Petersburg am Golf von Mexiko. Wir erreichen Orlando, die Hauptstadt der Freizeitparks. Wir haben uns auf dieser Reise gegen den Besuch dieser Parks entschieden, wollen aber einen kleinen Stopp im Disney Springs einlegen. Disney Springs ist ein beliebtes Einkaufs-, Gastronomie- und Unterhaltungsviertel in Disney World und bietet bei freiem Eintritt eine Vielzahl von Attraktionen an. Das Gelände ist sehr abwechslungsreich gestaltet und Möglichkeiten zum Geldausgeben bieten sich dem Besucher bei dem Warenangebot allemal.
Die Restaurants haben natürlich ebenfalls ihre Themengebiete, wie zum Beispiel das T-Rex Café mit seinen Dinosauriern oder das Boathouse, ein gehobenes Restaurant mit Meeresfrüchten und Steaks direkt am Wasser. Der Vulkan des Rainforest Cafés spuckt regelmäßig seine Lava aus und punkte mit animierten Tieren und leckerem Essen. Disney Springs ist ein großartiger Ort, um eine entspannte Zeit mit Shopping, gutem Essen und Unterhaltung zu verbringen. Wir setzen unsere Fahrt fort und so führt uns die Strecke weiter durch das Landesinnere und vielfach von Landwirtschaft geprägten Gebieten. Wir erreichen Tampa, die drittgrößte Stadt Floridas, und überqueren die Tampa Bay auf der Interstate 275. Dann erreichen wir unser Tagesziel St. Petersburg und nach ein paar weiteren Kilometern den Stadtteil Gulfport, der für seine farbenfrohen Häuser und kleinen Geschäfte bekannt ist. Unser Hotel, das Peninsula Bed & Cocktails, befindet sich in einem historischen Gebäude im Zentrum des Ortsteils. Jedes Zimmer ist einzigartig gestaltet und eine Hommage an berühmte Cocktails aus aller Welt, sodass Gäste in eine besondere Atmosphäre eintauchen können. Mit einem Rundgang durch die Umgebung beenden wir den heutigen Tag. Am nächsten Morgen laufen wir durch den hübschen Ort zum nahegelegenen Sandstrand. Zumindest dorthin, was der Hurrikan Milton davon übrig ließ. Er traf die Westküste Floridas als Sturm der Kategorie 3 und verursachte schwere Zerstörungen. Da diese am Strand überall noch sichtbar sind, steigen wir ins Auto, um direkt auf die Barriereinseln an der vorgelagerten Golfküste zu fahren. Hier haben wir zunächst Treasure Island und später noch die Orte Clearwater und Clearwater Beach als lohnende Ziele ausgemacht. Wir erreichen Treasure Island und sind auf Anhieb vom traumhaften weißen Sandstrand und der entspannten Atmosphäre begeistert. Eine am Strand befindliche Sandskulptur zieht unsere Blicke auf sich und beeindruckt uns sehr. Entspannt geht unsere Fahrt weiter an der gut ausgebauten Küstenstraße bis Clearwater. Wir spazieren in der Stadt, die geografisch zwischen dem Golf von Mexiko und der Tampa Bay liegt, zunächst zur Marina.
Übrigens hält Clearwater mit 361 Tagen den Guinness-Weltrekord für die meisten Sonnentage. Nun wollen wir aber noch einmal an den Strand und fahren über den Clearwater Memorial Causeway auf die andere Seite der Bucht. Clearwater Beach ist einer der schönsten Strände Floridas und bekannt für seinen feinen weißen Sand und das kristallklare Wasser. Wir machen einen ausgedehnten Strandspaziergang und bewundern das professionelle Equipment der Rettungsschwimmer. Clearwater Beach wurde mehrfach als einer der besten Strände der USA ausgezeichnet. Und so endet für uns ein weiterer schöner Tag im Sunshine State, Florida. Ein neuer Tag mit neuen Erlebnissen wartet auf uns. Und so starten wir voller Tatendrang unsere Tagesetappe, die uns über Anna Maria Island, einem Zwischenstopp in Sarasota und weiter über Port Charlotte nach Cape Coral führen wird. Aber zunächst streifen wir die Downtown von Tampa und fahren dann die reizvolle Route über Anna Maria Island. In der Küstenstadt Sarasota haben wir dann noch einen Zwischenstopp eingeplant. Wir sind zu Besuch bei den Ringlings. Die Ringlings gründeten im späten 19. Jahrhundert ihr bekanntes Zirkusimperium und machten es zu einem der größten Zirkusunternehmen der Welt. Sie verdienten damit ein Vermögen und bauten das prächtige Anwesen Kazan, das ihren luxuriösen Lebensstil widerspiegelte. Im Jahr 1925 wurde ihr Vermögen auf 200 Millionen US-Dollar geschätzt.
Die 56-Zimmer-Villa mit Blick auf die Sarasota Bay war ein gesellschaftlicher Treffpunkt, in dem rauschende Feste stattfanden und die Elite der damaligen Zeit verkehrte. Während sich die Männer an der Bar aufhielten, vergnügten sich die Damen im angrenzenden kleinen Salon. Ihr Anwesen war eine prachtvolle Villa im venezianischen Stil, die 1926 fertiggestellt wurde und als Winterdomizil diente. Während John Ringling sich hauptsächlich um sein Zirkusimperium kümmerte, war seine Frau Mabel stets bemüht, das Anwesen mit wunderschönen Gärten und exotischen Pflanzen zu bereichern. Wir besuchen ebenfalls noch die Historic Circus Galleries, in denen du eine beeindruckende Sammlung von historischen Zirkuswagen, Kostümen, Requisiten und Erinnerungsstücken aus der Blütezeit des Zirkuses findest. Ein Highlight ist die Wisconsins, ein luxuriöser Zugwaggon, den John und Mabel Ringling für ihre Reisen nutzten. Der Zirkus reiste damals mit 4 Zügen, die insgesamt 100 Waggons umfassten, um die gesamte Produktion von Stadt zu bringen. Der Ringling Circus war eine gigantische Produktion mit Hunderten von Künstlern und Mitarbeitern. In den 1930er Jahren bestand der Zirkus aus etwa 1600 Personen, darunter 800 Akrobaten, Clowns, Tiertrainer und andere Künstler. Zusätzlich gab es eine große Anzahl von technischen und logistischen Mitarbeitern, die für den Aufbau, die Verwaltung und den Transport des Zirkuses verantwortlich waren. Nach diesem interessanten Zwischenstopp geht unsere Reise weiter nach Cape Coral. Hier beziehen wir unser Holiday Inn Hotel für 2 Nächte und erkunden die nähere Umgebung. Später am Abend gehen wir noch im Restaurant Jungle Bird Tiki lecker essen. Nach einem ausgiebigen Hotelfrühstück fahren wir heute Morgen von Cape Coral nach Fort Myers. Genauer gesagt zum Addison und Fort Winter Estates. Wir erreichen Fort Myers und uns wird schnell klar, warum die Stadt auch den Beinamen City of Palms trägt.
Das Edison and Ford Winter Estates ist eine historische Sehenswürdigkeit, die die Winterresidenzen der berühmten Erfinder Thomas Edison und seinem Freund Henry Ford umfasst. Dort, wo Edison gerne angelte, stand früher die Pier, die aber schon zu seinen Lebzeiten viele Male weggespült wurde. Edisons Pool wurde 1910 gebaut und war einer der ersten privaten Schwimmanlagen in der Region. Dies war damals das Haus des Verwalters. Im Garten befindet sich ein kleines Arbeitszimmer, das Edison gerne nutzte. Wir kommen zum Haupthaus, das von den Edisons Seminole Lodge getauft wurde. Das 5,3 Hektar große Grundstück erwarb Edison 1885 für $2.750. Das Baumaterial für das Haupt- und Gästehaus wurde im Staate Maine zugeschnitten und per Frachter nach Fort Myers geschifft. Der Bau der Häuser dauerte dann noch 4 Monate. Die Wohnungsanrichtung, die man heute zu sehen bekommt, ist immer noch im Originalzustand. Dank seiner eigenen Erfindungen hatten die Edisons damals schon elektrisches Licht. Direkt nebenan wohnte Edisons guter Freund Henry Ford, der Gründer der Ford Motor Company. Er revolutionierte die Automobilindustrie durch die Einführung der Fließbandproduktion, die die Autos erschwinglich machte und die Massenproduktion vorantrieb. Hier in seiner Garage stehen noch einige seiner Fahrzeuge. Sein berühmtestes Modell, das Ford Model T, wurde 1908 eingeführt und veränderte die Art und Weise, wie Menschen Mobilität erlebten. Das Winteranwesen der Fords mit dem Namen Mangoes ist zwar kleiner, aber nicht minder interessant wie das seines Nachbarn Edison. Ford erwarb es 1916. Die botanischen Gärten sind eine beeindruckende Sammlung von Pflanzen aus aller Welt. Sie erstrecken sich über 21 Hektar und enthalten mehr als 1700 Pflanzenarten aus 6 Kontinenten. Edison experimentierte ebenfalls mit verschiedenen Pflanzenarten, um eine nachhaltige Quelle für Kautschuk zu finden. Des Weiteren bereichern viele exotische Bäume das Gelände, darunter Mango, Papaya, Lychee und Jackfruitbäume. Interessant sind auch die Bäume, auf denen Orchideen wachsen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet sich das angeschlossene Museum. Es ist ein faszinierender Ort, der die bahnbrechenden Erfindungen und das Leben von Thomas Edison und Henry Ford dokumentiert. Es umfasst klimatisierte Ausstellungsflächen mit Hunderten von Artefakten, interaktiven Exponaten und historischen Dokumenten.
Das Museum bietet eine spannende Reise durch die Geschichte der Innovation und zeigt, wie Edison und Ford die moderne Welt geprägt haben. Dann besuchen wir noch das Labor, das 1928 von Thomas Edison, Henry Ford und Harvey Firestone gegründet wurde, um eine nachhaltige Quelle für Kautschuk zu finden, da die USA damals stark von ausländischen Lieferanten abhängig waren. Das Labor ist heute noch so erhalten, wie es Edison hinterlassen hat, mit Maschinen, chemischen Verarbeitungsbereichen und einem Dunkelraum. Man könnte meinen, dass Edison und seine Leute nur mal eben in die Mittagspause gegangen sind und jeden Moment zurückkommen könnten. Für uns geht's jetzt wieder zurück nach Cape Coral. Wir besuchen aus Recherchegründen eine amerikanische Aldi-Filiale, die es zumindest in Florida schon fast in jeder größeren Stadt gibt. Den gekauften Rotwein mit Erdbeeren konsumieren wir auf amerikanische Art aus Pappbechern. Dann fahren wir durch die nette Vorstadt-Bungalow-Siedlung zum kleinen Hausstrand und beenden diesen interessanten Tag. Wir schreiben bereits den 9. Reisetag, als wir am Morgen unser Fahrzeug bepacken, um erneut den Standort zu wechseln. Heute geht die Tour von Cape Coral vorbei an Naples, entlang des Tamiami Trails durch die Everglades nach Key Largo auf den Florida Keys. Der Tamiami Trail ist eine landschaftlich reizvolle Route, die Naples und Miami verbindet und durch die beeindruckende Natur der Everglades führt. Entlang der Strecke gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Alligatoren zu beobachten und die einzigartige Flora und Fauna zu erleben. Florida ist berühmt für seine Alligatoren, die fast in jedem Süßwassergebiet des Bundesstaates vorkommen. Der amerikanische Alligator ist die am häufigsten vorkommende Art und kann bis zu 4,5 Meter lang und 450 Kilogramm schwer werden. Obwohl sie beeindruckende Tiere sind, sollte man vorsichtig sein, wenn man ihnen begegnet. Wir fahren weiter am Tamiami Trail, bis wir den Everglades Safari Park erreichen. Wir wollen heute nämlich noch an einer Airboat-Tour teilnehmen. Und da liegen sie und warten auf ihre Gäste. Wir erstehen 2 Tickets und warten gemeinsam mit einem Bootschwanzkrakel auf den Beginn unserer Tour. Ein Airboot ist ein flaches Boot mit einem oder 2 großen Propellern am Heck, die von Flugzeugmotoren angetrieben werden. Es wird häufig in den Everglades und anderen Feuchtgebieten Floridas eingesetzt, da es sich hervorragend für flache Gewässer eignet.
Auch hier treffen wir immer wieder auf Alligatoren, die sich vom Boot aus prima beobachten lassen. Airboote können eine Geschwindigkeit von bis zu 60 km/h erreichen und es ist schon ratsam, die ausgegebenen Ohrenstöpsel auch zu benutzen. Sie sind ideal für die Erkundung von Sümpfen, da sie über Wasserpflanzen und flache Gebiete gleiten können. Die Everglades sind ein einzigartiges tropisches Marschland im Süden Floridas, das für seine weitläufigen Sümpfe, Mangrovenwälder und artenreiche Tierwelt bekannt ist. Sie werden als Fluss aus Gras bezeichnet, weil sie technisch gesehen kein stehendes Gewässer oder ein klassischer Sumpf sind, sondern ein sehr langsam fließender flacher Fluss. Das Wasser bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 30 Metern pro Tag durch die Landschaft. Es macht wirklich sehr viel Spaß, mit diesen Booten über das Wasser zu rauschen. Und am Ende läuft uns doch tatsächlich noch dieser Geselle fast über die Füße. Wir erreichen die Florida Keys und kurz darauf auch unsere Unterkunft auf Key Largo, die die größte und nördlichste Insel der Keys ist. Wir lassen es uns am Abend noch bei einem Italiener gut gehen und genießen bei leckerem Essen den wunderbaren Abschluss dieses spannenden Tages. Heute lassen wir den Tag etwas ruhiger angehen und fahren zunächst zum Frühstück ins Waffelhaus. Hier genießen wir ein typisch amerikanisches Frühstück mit Toast, Ei und Hash Browns. Dann fahren wir wieder in unser Hotel, wo wir zunächst auf unserer Terrasse relaxen und es uns später an unserem kleinen Hausstrand gemütlich machen. Gegen Mittag begeben wir uns ins Auto und fahren zu Robbie's Marina auf der Nachbarinsel Isla Morada. Robbie's Marina ist ein beliebter Ort und bekannt für sein Wasserfront-Restaurant. Hier gibt es eine interessante Tradition. Besucher heften Geldscheine an die Decke des Restaurants. Die genaue Summe ist schwer zu bestimmen, aber es wird geschätzt, dass Tausende von Dollars dort hängen. Es ist eine Art Glücksbringer und eine lustige Möglichkeit, sich zu verewigen. Wir beobachten die schönen Pelikane, die hier in großer Zahl ansässig sind und im Wasser schwimmen. Doch die sind hier gar nicht die Hauptattraktion.
Das sind nämlich die riesigen Tapune. Besucher können hier für $5 einen kleinen Eimer mit Fischen erwärmen und diese riesigen Tapune von Hand füttern. Aber Vorsicht, die Pelikane wissen Bescheid und sind scharf auf die kleinen Fischeimer. Wir drehen noch eine kleine Runde über das Anwesen und fahren wieder zurück zu unserer Unterkunft in Key Largo. Zurück in unserer Anlage entspannen wir noch ein wenig und begeben uns gegen Abend an die Marina von Key Largo, wo wir im Hafenbecken mehrere Ammenhaie sichten. Dann treffen wir noch einen echten Filmstar, nämlich die originale 1912 erbaute African Queen, mit der im gleichnamigen Film von 1951 Humphrey Bogart und Katharine Hepburn eine gefährliche Reise durch Afrika unternahmen. Heute soll es für uns über die gesamte Inselgruppe der Florida Keys bis an den südlichsten Punkt nach Key West gehen. Die Florida Keys sind eine wunderschöne Inselkette, die sich über 290 Kilometern erstreckt und aus über 200 Koralleninseln besteht. Sie liegen zwischen dem Golf von Mexiko und dem Atlantischen Ozean und sind über den berühmten Overseas Highway mit 42 Brücken verbunden. Die 7 Mile Bridge ist eine der bekanntesten Brücken der Keys und erstreckt sich über 11 Kilometern, also 7 Meilen, zwischen Marathon und Little Duck Key. Die Bahia Honda Rail Bridge ist eine historische Eisenbahnbrücke, die ursprünglich Teil der Overseas Railway war. Wir werden uns diese interessante Brücke auf dem Rückweg noch einmal anschauen. Die Florida Keys bieten eine Mischung aus tropischem Flair, Abenteuer und Entspannung. Und wir sind begeistert von diesem türkisfarbenen Wasser. Wir erreichen Key West und durchfahren diesen hübschen Ort bis zu unserer heutigen Unterkunft.
Schnell ist unser Zimmer im Blue Marlin bezogen, das sich als zentraler Ausgangspunkt für unsere Key West-Erkundung entpuppt. Dann starten wir durch die südlichste Stadt der kontinentalen USA. Auf der Emma Carrero Cates Pier haben wir eine wunderbare Sicht auf das Meer. Wir begeben uns direkt auf die Duval Street, die das pulsierende Herz von Key West ist. Diese berühmte Straße erstreckt sich einmal quer durch den Ort und ist bekannt für ihre Bars, Restaurants, Geschäfte und historische Sehenswürdigkeiten. Einen Besuch wert ist das Haus des berühmten Schriftstellers Ernest Hemingway, der hier von 1931 bis 1940 lebte. Im wunderschönen Garten mit üppiger Vegetation gibt es ebenfalls einen Pool, der damals als der teuerste in Key West galt. Hemingway hatte eine weiße Katze mit 6 Zehen und viele ihrer Nachkommen leben noch heute auf dem Gelände. Wir gehen zum Schreibzimmer. Hier schrieb Hemingway einige seiner berühmtesten Werke, darunter Wem die Stunde schlägt und Die grünen Hügel Afrikas. Das Haus wurde bereits 1851 im französischen Kolonialstil erbaut und ist heute ein National Historic Landmark. Hemingway lebte hier mit seiner zweiten Ehefrau Pauline, die ihn in seiner schriftstellerischen Arbeit unterstützte. Viele Räume sind noch so eingerichtet, wie Hemingway sie damals genutzt hat. Das Key West Lighthouse wurde 1825 erbaut und kann besichtigt werden. Die vielen Hähne und Hühner wurden in den 70er Jahren einfach freigelassen, als das Hahnenkampfverbot damals eingeführt wurde. Heute sind sie sogar gesetzlich geschützt. Es geht für uns weiter über die Duval Street, wo ein reges Treiben herrscht. Das Sloopy Joe's war damals schon eine von Hemingways Stammkneipen. Wir erreichen die Sunset Pier mit ihrem türkisfarbenen Meerwasser. Der Mallory Square ist am Abend der Treffpunkt für die täglichen Sonnenuntergangsfeiern. Wir entdecken hier am Tag ein tauchendes Manatee, wie hier die friedlichen Seekühe genannt werden. Am Abend brechen wir noch einmal zu einem Spaziergang auf.
Der Southernmost Point gilt als der südlichste Punkt der USA. Ab hier sind es über das Wasser noch 90 Meilen bis Kuba. Hier beginnt ebenfalls der US Highway 1 bei Meile 0. Jetzt am Abend laufen wir durch ein paar Nebenstraßen und erleben noch einmal das Key West Feeling. Es ist eine einzigartige Mischung aus tropischer Gelassenheit, kultureller Vielfalt und lebendigem Nachtleben. Die Insel hat einen entspannten, fast karibischen Charme, der Besucher sofort in seinen Bann zieht. Und die berühmten Sonnenuntergänge machen das Ende des Tages zu etwas Besonderem. Später am Abend begeben wir uns wieder ins Hotel und beenden diesen ereignisreichen Tag. Heute verlassen wir wieder Key West und fahren zurück zu unserem Startpunkt Miami. Das Wetter ist noch ein wenig durchwachsen, als wir die Bahia Honda Rail Bridge erneut auf dem Rückweg erreichen. Die Brücke wurde 1912 vom Eisenbahnpionier Henry Flagler gebaut und war ein bedeutender Bestandteil der Eisenbahnverbindung zwischen Miami und Key West. Nach einem Hurrikan 1935 wurde die Brücke 1938 mit einer Fahrbahn für Autos versehen. 1972 wurde eine neue Brücke gebaut, um die alte zu ersetzen. Mit jedem Kilometer auf dem Overseas Highway wird das Wetter besser. Wir erreichen dichter besiedeltes Gebiet und durchfahren die Vororte Miamis. In Downtown Miami wachsen die Häuser dann unaufhaltsam in die Höhe. So eine große City ist schon sehr beeindruckend. Vorbei an den großen Kreuzfahrtterminals der amerikanischen Reedereien erreichen wir Miami Beach. Unser Apartment befindet sich am Espanola Way, einer charmanten mediterran inspirierten Straße im Herzen von Miami Beach. Vom Balkon aus haben wir einen tollen Ausblick auf die lebendige Atmosphäre mit Restaurants und Boutiquen. Nach einem kurzen Spaziergang befinden wir uns das erste Mal am unendlichen Sandstrand Miamis. Durch die lebhaften Straßen begeben wir uns gemächlich nach einem leckeren Abendessen in unser gemütliches Apartment.
Nach einer erholsamen Nacht in Miami Beach wollen wir heute den Ort genauer kennenlernen. Das geht wie immer prima mit dem Fahrrad und so begeben wir uns gleich früh zum Verleiher Unlimited Biking und buchen 2 hochwertige Exemplare. Wir erreichen nach kurzer Zeit den South Point Park, dessen Wege ein entspanntes Radeln unter Palmen ermöglichen. Der schöne Park am südlichsten Punkt von Miami bietet außerdem schöne Ausblicke auf Fisher Island, Port Miami und die Skyline von Downtown Miami. Wir fahren vorbei an der Miami Beach Marina, die Kapazitäten für 400 Boote bietet. Ein weiterer Punkt auf unserer Route ist die South Point Park Pier, die sich 450 Fuß ins Wasser erstreckt und perfekt zum Angeln und Bummeln ist und unter anderem eine spektakuläre Aussicht auf South Beach und den Ozean bietet. Wir fahren auf dem prima ausgebauten Radweg entlang des Strandes und wechseln in Höhe der 5th Street auf den Ocean Drive. Der Ocean Drive ist eine der bekanntesten Straßen in Miami Beach, berühmt für ihre Art-Deco-Architektur, lebendige Atmosphäre und erstklassige Restaurants und Bars. Das Art-Deco-Viertel ist eine faszinierende Zeitkapsel, die die Architektur und den Glamour der 20er und 30er Jahre bewahrt hat. Über 800 gut erhaltene Gebäude im Art-Deco-Stil findet man hier heute noch, die sich durch ihre geometrischen Formen und pastellfarbenen Fassaden auszeichnen. Wir fahren weiter über den Miami Beach Boardwalk und legen hier und da mal eine kleine Pause ein, um die tollen Strandabschnitte zu genießen. Das Luxushotel Fontainebleau dürfte James-Bond-Fans auch als ikonischer Drehort für den James-Bond-Film Goldfinger bekannt sein. Die Tour geht weiter über den Miami Beach Boardwalk. Dieser gepflasterte Weg erstreckt sich wunderbar entlang der Küste und ist ideal für eine entspannte Fahrradtour. Nach diesem herrlichen Tag auf dem Rad geben wir die Räder wieder ab und begeben uns noch einmal für einen Abendspaziergang an den breiten Sandstrand von Miami Beach, der sich über eine beeindruckende Länge von etwa 25 Kilometern erstreckt. Zurück laufen wir erneut entlang des berühmten Ocean Drives mit seinem Art Deco District.
Hier befindet sich auch die ehemalige Residenz des Modedesigners Gianni Versace, der hier 1997 vor seiner Haustür erschossen wurde. In den 40er Jahren war das Viertel ein Hotspot für Touristen und Hollywood-Stars, verfiel danach aber zunehmend, bis es in den 80er Jahren wiederbelebt wurde. Wir besuchen noch die Lincoln Road, die für ihre Geschäfte, Restaurants, Kunstgalerien und kulturelle Veranstaltungen bekannt ist und zu einer der angesagtesten Gegenden in Miami Beach zählt. Heute starten wir eine Hop-on-Hop-off-Bus-Tour, um auch das übrige Miami besser kennenzulernen. Diese Tour startet ganz bequem bei uns in Miami Beach. Wir verlassen Miami Beach aber nach kurzer Zeit und fahren vorbei an Star Island und Port Miami nach Downtown Miami. Schon bald erreichen wir das Stadtviertel Wynwood. Die Wynwood Walls sind eine faszinierende Attraktion in Miami und ein Mekka für Street-Art-Liebhaber. Gegründet im Jahr 2009 verwandelte sich Wynwood von einem ehemaligen Industriegebiet in ein kreatives Zentrum, in dem Künstler aus der ganzen Welt ihre Werke präsentieren. Die Wände werden regelmäßig neu bemalt, sodass sich die Ausstellung ständig weiterentwickelt. Hundert Künstler aus 21 Ländern haben hier ihre kreativen Spuren hinterlassen. Von Wynwood führt uns die Tour nach Little Havana. Little Havana ist eines der lebendigsten Viertel in Miami und das kulturelle Zentrum der kubanischen Gemeinschaft. Hier befindet sich auch der berühmte Domino-Park, wo sich Einheimische treffen, um bei hitzigen Dominospielen über Politik zu diskutieren. Das Herzstück von Little Havana ist die Calle Ojo, eine belebte Straße voller lateinamerikanischer Geschäfte, Kunstgalerien und Musiklokalen. Das Viertel ist ein Ort, der die Geschichte der kubanischen Exilgemeinschaft widerspiegelt. Es wurde in den 60er Jahren zu einem Zufluchtsort für kubanische Einwanderer und hat sich seitdem zu einem Symbol für kubanische Identität und Traditionen entwickelt. Für uns geht die Fahrt weiter ins Zentrum, mitten ins Herz Miamis. Wir verlassen den Bus am Bayside Marketplace, einem beliebten Einkaufs- und Unterhaltungszentrum in Downtown Miami, das direkt an der Biscayne Bay liegt. Es bietet eine Mischung aus Geschäften, Restaurants und Live-Musik. Wir haben Durst. Und so springt uns die große Open-Air-Bar Pier 5 direkt ins Auge. Das Pier 5 ist bekannt für seine riesige Auswahl an Rums, Tequilas und Mezcals.
Direkt neben dem Riesenrad Skyview, das über 42 klimatisierte Gondeln verfügt, befindet sich das Hard Rock Café. In dieser Atmosphäre entschließen wir uns, etwas Leckeres zu essen. Zurück geht es für uns wieder mit dem roten Bus nach Miami Beach. Hier lassen wir es uns nicht nehmen, an unserem letzten Abend in Florida noch einen abendlichen Strandspaziergang am fast menschenleeren South Beach zu machen. Heute ist unser Abreisetag. Um die Zeit bis zum Abflug noch etwas zu überbrücken, fahren wir mit dem Jeep noch zum Örtchen Surfside, das zwischen Miami Beach und Bal Harbour liegt. Dann geben wir unseren Mietwagen am Flughafen ab, gönnen uns noch einen Becher Kaffee im Terminal und warten auf unsere Maschine, die uns in knapp 10 Stunden wieder zurück nach Frankfurt bringen wird. Wir hoffen, dass euch unser Florida Roadtrip gefallen hat. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, würden wir uns sehr über einen Like, einen netten Kommentar und ein Abo von euch freuen. Dann verpasst ihr auch keins unserer nächsten Videos. Bis bald!